Hallo Leute, Neues von Ola. Heute gibt es Felsen, eine Leiter und sehr, sehr viel mystische Natur. Und unsere heutige Runde geht hier los, oberhalb Hauenstein am Wasgau-Freibad. Und wie man sieht, Parkplätze sind genügend da. Jo, es ist ja auch der erste Advent. Und es ist kalt. Unsere erste Wintertour dieses Jahr. Ja. Das scheint unser erstes Ziel zu sein, dieser Lanzenvater Felsen. Leute, wenn ihr auch bis hier hingelaufen seid, da an diesem Jägerhochsitz, dann seid ihr wahrscheinlich auch etwas zu weit gelaufen. Ja Leute, hier ist der Abzweig, wobei laut Outdoor Active geht der Weg hier noch ein Stückchen weiter und dann erst rechts nach oben. Wir waren dort, dem war nicht so, also hier gleich rechts abbiegen. Ja, Lieben, auch wieder am Anfang etwas die Rahmenbedingungen der heutigen Tour, die wir gehen. Es sind knapp 11 Kilometer, rund 3,5 Stunden Gehzeit und von der Höhenmeter roundabout 580 Höhenmeter. Jo, und es gibt einige steile Anstiege. Ja, es ist auch gerade so eine wunderschöne Stimmung im Wald. Durch den Nebel, das Mystische, etwas düster. Gefällt mir. Natürlich gehen wir hoch. Also mit Rucksack dürfte ein bisschen schwieriger sein hier hoch. Und man sollte auch gut aufpassen, weil die Stufe können glatt sein. Jetzt ein bisschen flacher hochgehe und man sich zum Teil bücke. Ja, sehr viel ist durch den Nebel nicht zu sehen. Alles sehr, sehr mystisch. Ich komme wieder runter. Ja, macht Spaß. Die Stufen sind etwas rutschig. Oder die Stufe. Und wie man sieht, geht die Leiter ja mehr auf der linken Seite.
Und da stößt man sich ab und zu die Ellenbogen an. Und mit dem Rucksack ist schwierig, weil man kann sehr gut an dem Sicherungskäfig, sage ich mal, auch hängen bleiben. Im Sommer sicher eine geniale Aussicht da oben. Jetzt eine geniale Nebelwand, aber Fun. Ready for go? Ja, ich probiere es. Du hast fast geschafft, Amor. Ja, ich muss nicht daran denken, dass Nur noch 45 Sprossen. das hat diese Schutz hier. Ja, Das ja, ist schon gut. das ist schon mal gut, genau. Ja. Ja. Aber jetzt muss ich nicht mehr runter. Wo holt mich bitte ab? Soll ich den Hubschrauber holen? Aber spannende Leiter, oder? Ja. Es ist auch schön da oben, bestimmt im Sommer, das wäre hier Ein Traum, ja. ein Traum. Das ist mal wieder einer der Wege hier im Pfälzerwald, die wirklich super ausgeschildert sind und gekennzeichnet sind. Die Tour, die wir heute gehen, das ist wieder einer aus der Sammlung von Günter Weinert, der in Autoactive viele Touren hier im Pfälzerwald reingestellt hat, also nicht nur im Pfälzerwald. Und die laufe ich gerne nach. Das sind schöne Wege. Ja, und wie immer freuen wir uns ja auch auf einen Pfälzer Teller und hoffen natürlich, dass das Wanderheim die Eiche offen hat. Jo, das glaube ich wieder ganz schön nass, gell? Ja. Ich bin auch schon 2-3 Mal ausgerutscht und habe unten drunter so ein paar Steine bemerkt. Ist nicht ganz ohne im Herbst. Ist wunderschön mit dem Laub, aber hat auch seine Tücken. Ja, hatte ich hier zum Beispiel noch. Muss ich mal aufpassen. Ja, oder Wurzeln, genau. Es fällt nur Schnee jetzt, oder? Ja, schon, aber das mit dem Laub hat auch seine Magie, wenn man da durchläuft und die Geräusche. Genau. Ja. Ist auch sehr schön. Da sieht man ganz leicht unseren Weg, den wir jetzt nach unten laufen, durch das Laub hier.
Es ist für mich immer wieder beeindruckend, diese Formationen von diesen Buntsandsteinfelsen. Wow, Wahnsinn, wie die sich über die Jahrtausende, Jahrzehntausende geformt haben durch Witterung, Wind, Regen, was auch immer. Die Natur ist schon ein Wunder, oder? Nur 400 Meter. Ja Leute, jetzt sind wir in der dicke Eiche und endlich kann ich mal ein bisschen was filmen, vor allen Dingen diesen leckeren Pfälzer Teller, den wir wieder haben. Sieht das nicht lecker aus, Amor? Eu amo. Ich liebe es. Das ist meine Lieblingsteller hier in der Pfälzer. Pfälzerwald, wenn man in der Hütte sind. Gesättigt und gestärkt geht's weiter zum zweiten Teil der Tour heute. Aber nach der Hütte auch gleich wieder leicht bergauf. Vielleicht haben wir noch etwas Glück und erwischen noch etwas die Sonne. Ich sehe zumindest mal etwas blauer Himmel hier durch den Nebel. Was ich persönlich gut finde, dass das Land Rheinland-Pfalz jetzt auch den Pfälzerwald immer mehr erschließt für Radwege bzw. Mountainbike-Touren. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Finde ich auch eine gute Lösung, dass ja, Wanderer Vorrang haben und dann die Biker, aber jeder hier auch die Radwege nutzen kann bzw. die Wege nutzen kann und jeder etwas Rücksicht nimmt auf den anderen. Ja Leute, die Leiter war wesentlich einfacher hier hoch, aber von der Aussicht ist allergleiche. Eine wunderschöne, nebelige Wand. Und weiter. Der Backelsteinblick. Auch der ist vernebelt, aber man sieht dahinter den Backelstein.
Leute, rechts rum würde die offizielle Route weitergehen. Und links rum gibt es noch diese Fliehburg Backelstein, die mich auch interessiert. Und es wäre für uns auch eine kleine Abkürzung, weil wir ja mit dem Auto am Schwimmbad stehen. So, jetzt sind wir vor einem kleinen Dilemma. Gehen wir rechts. Jo, ich glaube, Nive hat schon die Entscheidung getroffen. Machen wir eine kleine Abkürzung. Also es sind, ich sag mal, vielleicht 1 Kilometer weniger oder so. Oh, da geht es gar nicht weiter am Ohrstopp. Wir müssen da seitlich runter, ja. Auf alle Fälle ist der Weg hier sehr, sehr abenteuerlich. Und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, dass wir hier an der Burg noch vorbei sind. Das sieht auch sehr, sehr spannend aus. Ja Leute, jetzt sind wir an der Burg. Da gehe ich auf alle Fälle mal hoch, aber ich habe eben festgestellt, wir müssen doch wieder ein paar Meter zurück, um auf den Weg runterzukommen. Da unterhalb läuft der Weg und da geht es nicht wirklich runter. Dafür aber erstmal hoch. Ob das wirklich eine Abkürzung war, wage ich zu bezweifeln. Auf alle Fälle ist diese Abkürzung hier schon etwas fordernder, weil es geht schon steil bergab und der Boden ist voller Laub und bedeckt die Steine und die Wurzeln und es ist alles feucht. Jo. Heißt vorsichtig laufen und gucken, wo man hinläuft, wo man hintritt. So, das Wasgau-Schwimmbad ist schon wieder in Sicht. Wir sind quasi wieder am Ausgangspunkt unserer Runde angelangt. Jo, da können wir doch das Fazit jetzt rauslassen. Ja Leute, wir sind zurück im warmen, kuscheligen Auto, haben gleich etwas organisiert für den Nachhauseweg. Ich habe mir auch was Trockenes angezogen. Können wir was zum Fazit sagen, unser Fazit sagen, was bezeichnend war für mich heute, also oder was mir sehr gut gefallen hat. Wir sind quasi den ganzen Tag im Nebel rumgelaufen und dieses Mystische und durch die Bäume schauen und dann immer so über den Horizont. Das war schon für mich sehr beeindruckend heute. Also nicht nur immer schöne Sommertouren oder Schönwettertouren, also auch so eine Herbst- oder fast schon Winterwanderung, die hat echt ihren Charme, oder? Ja, war sehr wunderschön, aber fordernd. Der Boden war sehr feucht, glatt, weil die Wurzeln, ne, die Bäume... Die Blätter waren, also die Wurzeln und zum Teil der Weg war halt komplett mit dem Laub bedeckt. Und man hat die Wurzeln nicht gesehen, die Steine und dann durch die feuchte Witterung immer rutschig gewesen. Ja, ist mit Vorsicht zu genießen, so einen Weg zu laufen dann. Also sollte man definitiv sehr gutes Schuhwerk haben. Und Trittsicherheit. Ne? Und Trittsicherheit, ja. Und was auch schön war heute, also wir waren fast allein unterwegs. Es war windstill und auch von der Geräusche her, also man hat kaum was gehört. Ja. Und das war schon irgendwie... Die Ruhe pur. Die Ruhe pur, ja, also richtig so entspannend, eine entspannende Wanderung heute. Ja, und klar, Pfälzerwald und hier die Gegend auch so viele Buntsandsteinfelsen wieder gesehen heute und spannend waren auch die 2 Leitern, die groß sind, genau. Aber die erste Leiter war für mich ein bisschen mehr
schwieriger. Ja, das stimmt. Die erste war definitiv schwieriger. Die zweite war breiter und Genau. hat, war angenehmer von der Sprosse her nach oben zu laufen. Aber es geht nicht mit dem Rucksack, vergessen. Ja, aber beides stimmt. Da hat, Das geht gar nicht. ja. Ja. Also dann am besten den Rucksack unterstehen lassen und da mal hochturnen. Ich gehe davon aus, dass im Sommer eine traumhafte Aussicht ist. Jetzt, heute, als wir da waren, hat man halt nur weiß in grau-weiß gesehen. Also nicht wirklich viel gesehen. Aber ich denke, im Sommer bestimmt ist auch voll. Definitiv, ja. Das Das- muss ja. vielleicht an der Reihe bleiben, bis jemand da Es kann hochgeht. gut sein, dass im Sommer um einiges mehr los ist. Also dann auch vielleicht eher Richtung Woche, unter der Woche so eine Tour machen. Und lecker haben wir heute gegessen im Dicke Eiche. der dicken Eiche, Pfälzer Wohlvereinshaus, dicke Eiche, unseren geliebten Pfälzer Teller. War sehr lecker. Ja. Also war im Großen und Ganzen eine Top-Tour. Auch wieder Grüße an Günter Weinert. Die Tour war wieder von ihm. Top-Tour wieder. Macht Spaß, deine Touren nachzuwandern. Ja. Und euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch was gefallen hat oder auch nicht. Oder wenn ihr Frage habt. Und euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Norbert. Und Nivea. Ciao. Macht's gut. Ciao.